Hallo miteinander. In diesem Video zeigen wir euch, wie man einen sogenannten Filzstrip bei einer XD Mod 2 macht. Da vorab zum Sagen, es spielt keine Rolle, ob sie von HS Product oder von Springfield Armory kommt. Und die meisten XD-Serien, egal welches Kaliber, welche Grösse, werden eigentlich immer gleich auseinandergenommen und zusammengebaut. Wie immer am Anfang zuerst sicherstellen, dass die Waffe nicht geladen ist und als erstes dann nachher mal das Magazin rausnehmen. Als nächstes tun wir mal den Schlitten nach hinten arretieren, indem wir den nach hinten bewegen und den Schlittenfanghebel nach oben heben. Dann können wir den Schlitten loslassen. Der nächste Schritt wäre, diesen Hebel hier um eine Vierteldrehung nach oben bewegen. So. Jetzt, wenn wir den Schlitten wieder lösen, wird er sich nicht abmontieren lassen. Das ist normal. Also sprich, wir bewegen den Schlitten leicht hinten, dass sich der Schlittenfanghebel löst. Wir bewegen den Schlitten gegen vorne. Jetzt tut es den Abzugsmechanismus spannen, das ist auch normal. Und etwa in dieser Position klemmt er. Wie gesagt, alles gut. Was man jetzt machen muss, ist einfach den Schlitten so weit hinten bewegen, dass er in der Ursprungsposition ist. Und dann den Mechanismus entspannen. Jetzt kann man den Schlitten wegnehmen, indem man ihn einfach gegen vorne schieben tut. Die Rückschlagsfedern, wie man es bei den meisten Pistolen kennt, kann man einfach rauslupfen. Und beim Lauf auch, wie man es von den meisten Pistolen kennt, einfach leicht anlupfen, ein bisschen gegen vorne bewegen, anwinkeln und dann kann man ihn rausziehen. Und so nimmt man die Waffen auseinander. Um sie wieder zusammenzutun, nehmen wir zuerst den Schlitten und den Lauf. Den Lauf tun wir dann da vorne im unteren Loch einfädeln. Angewinkelt, so. Ein bisschen gegen vorne schieben, absetzen und zurück verschieben, bis er einrasten tut. Die Rückschlagsfedern ist die Seite mit den Federn, die den geringeren Durchmesser hat, das ist die hinten. Und der Teil, der den grösseren Durchmesser hat, ist vorne. Dann fangen wir einfach an, indem wir diesen Teil auch wieder hier angewinkelt einfädeln tut. Und dann kann man es eigentlich einfach so leicht gegen vorne drücken und gegen runter, bis er da schön in dem Nocken einrasten tut. Als nächstes tun wir den Schlitten da wieder einfädeln. Und bewegen dann einfach mal drauf, dann ganz hinten. Und wenn das nicht geht, wenn es ein bisschen klemmen tut, kann es sein, dass etwas nicht schön in Position ist. Dann würde ich es einfach schnell wieder ein bisschen vornehmen, kontrollieren, ist der gut drauf. Dann einfach nochmal probieren. Hinten. Mit dem Schlittenfang den Schlitten arretieren. Den kann man jetzt wieder eine Vierteldrehung gegen vorne bewegen. Wenn das auch nicht geht, dann auch wieder, wäre etwas nicht schön in Position, dann einfach Schlitten wieder wegnehmen und wieder ran tun. Hat funktioniert, alles gut. Man kann den Schlitten wieder lösen. Und am Schluss den Mechanismus nochmal entspannen. Und so tut man sie wieder zusammensetzen. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.